Voltaire, einer der gottlosesten, den Frankreich je hervorgebracht hat. Hört mal, was Voltaire gesagt hat. In 100 Jahren wird man keine Bibel mehr kaufen können. Kein Verlag wird mehr die Bibel auflegen, weil es keinen Menschen mehr gibt, der so dumm ist, um dieses Buch zu kaufen. Wer in 100 Jahren eine Bibel sehen will, der muss ins Museum gehen. In 100 Jahren werden die Leute so aufgeklärt sein, dass niemand mehr an dieses Märchenbuch glaubt. Voltaire starb und er starb einen schrecklichen Tod. Die Krankenschwester, die da stand, sie sagte, für kein Geld Europas möchte ich je wieder so einen Gottlosen sterben sehen. Und ihr Lieben, nachdem Voltaire gestorben war, hat die Genfer Bibelgesellschaft sein Haus samt Inventar übernommen. Und auf der Druckerpresse von Voltaire wurden christliche Literatur und Bibeln gedruckt und dann das Haus vollgestapelt bis unters Dach mit Bibeln und christlichen Schriften. So hatte Gott geantwortet. 1778 starb Voltaire und mittlerweile sind ja 100 Jahre vergangen. Es sind sogar über 200 Jahre vergangen und die Bibel ist immer noch das meistgelesenste Buch auf der ganzen Welt. Und heute gibt es mehr Christen als damals. Menschen, die mit großer Liebe und Dankbarkeit diesem Jesus nachfolgen. So ist das, wenn gottlose Menschen Prophezeiungen machen. Die Kritiker sterben, aber das Wort Gottes triumphiert weiter. Ihr Lieben, das Wort Gottes hat die Angriffe aller Agnostiker, aller Atheisten und aller Kritiker überlebt. Und es hat sich nie beugen müssen, nie kapitulieren müssen vor diesen Leuten. Jesus wird immer das letzte Wort haben. Und die Leugnung der Auferstehung hat Folgen. Warum gibt es eigentlich so viele Feinde der Auferstehung? Ich denke, die allermeisten, die die Auferstehung leugnen, sind sich überhaupt nicht sicher. Und trotzdem vertreten sie diese Theorie, weil die Auferstehung für sie einfach nicht wahr sein darf. Denn ihr Gewissen sagt es ihnen, jeden Tag, wenn es das wirklich gibt, dann falle ich durch. Dann kann ich nicht vor Gott bestehen. Und darum darf es für sie keine Auferstehung geben.